Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode gucken wir uns mal wieder ein Ausrüstungsstück aus dem Ausland an, und zwar in diesem Falle aus Großbritannien. Im letzten Video habe ich euch ja die Tasmanian Tiger Ammunition Vest vorgestellt, die sehr populär war bei den Personenschutzkräften der Feldjäger. Heute eine exklusive Weste der Royal Military Police Close Protection Unit. Die Weste ist so, wie wir hier sehen, auf Bildern zu finden ab 2004. Auch hier sind die Plastikschnellverschlüsse mit 2004 datiert. Ich gehe somit auch davon aus, dass sie ab dem Zeitpunkt im Einsatz war und dann halt irgendwann natürlich durch modernere PALS-Molle-kompatible Systeme abgelöst wurde. Hier das Ganze jetzt noch so ein bisschen in einem klassischen Aufbau, und zwar ähnlich wie die britische All-Arms-West oder auch Waistcoat umgangssprachlich genannt, erkennen wir ganz gut hier im oberen Bereich in der Schulterpartie und eben auch in der Öffnung in der Mitte. Da haben wir hier die ähnlichen Verschlüsse und auch hier wieder diese Reißverschlusstaschen, genauso wie der Taschenaufbau mit der Mehrzwecktasche, der auch recht identisch ist. Die CPU-West wurde hergestellt von PWL Price Western Leather, eine Firma, die seit 1976 im Betrieb ist. Die haben auch, wie der Name schon sagt, immer Lederprodukte hergestellt, machen sie auch heute noch. Der Schwerpunkt ist da so ein bisschen der Law Enforcement Bereich. Wenn man mal auf die Seite guckt, Link haue ich unten mit in die Beschreibung, werdet ihr das auch sehr schnell feststellen. Die haben natürlich auch so ein paar taktische Westen, aber eben alles eher so auf Law Enforcement, den Polizeieinheiten ähnlich fokussiert. Deswegen waren die vielleicht auch die richtigen Ansprechpartner eben für dieses Projekt, und zwar eine Weste herzustellen für den militärischen Law Enforcement Bereich bei der Royal Military Police. Die Close Protection Unit hatte diese Weste nicht nur in diesem dunklen Khaki-Ton im Einsatz, sondern auch noch in DPM. Habe ich euch auch noch mal ein Bild aus Nordirland mitgebracht. Auf anderen Referenzen sieht man auch noch andere Westen, die speziell eben bei der Close Protection Unit getragen wurden. Da gibt es anscheinend ein paar verschiedene. Die wurde eben dann wahrscheinlich ab 2004 eingesetzt und sieht man dann so auch in den Phasen des Global War on Terrors im Irak und Afghanistan im Einsatz. Ich selber bin auf die Weste gestoßen, als ich vor Jahren mal ein paar Referenzbilder mir angesehen habe und mir dann eben die Farbe ins Auge gefallen ist, aber eben auch die Bewaffnung der Soldaten. Und zwar tragen die Angehörigen der CPU die HK53, manchmal noch mit einem Surefire Handguard mit der Lampe vorne dran, verschiedenen Optiken obendrauf. Und ich muss sagen, diese Kombination auch mit dem DDPM hat mir richtig gut gefallen, und irgendwann hatte ich dann mal die Chance vor kurzem an diese Weste zu kommen für einen recht guten Kurs und musste da natürlich zuschlagen und bin jetzt sehr froh, dass ich euch diese Weste vorstellen kann. Ja, so eine Close Protection Unit, was machen die so? Ist natürlich jetzt keine infanteristische Einheit, die da übelst vorne an der Front mitkämpfen, sondern die beschützen eben Hochwertpersonal. Wir haben da unter anderem ein Bild, wo Politiker geschützt werden, aber eben auch hohe Militärs und zum anderen aber auch mal Angehörige des Königshauses, wie zum Beispiel Prince Charles, als er beim Truppenbesuch war. Bevor wir jetzt in die Details gehen und euch mal zeige, was hier so für Taschen dran sind, möchte ich mich noch einmal bei Archie bedanken. Der gehört zum Team von Price Western Leather und natürlich auch beim Design-Team. Ich habe mit Archie über Instagram geschrieben, der hat mir die eine oder andere Frage beantwortet, und bei einer ein oder anderen Tasche, wo ich nochmal eine Info brauchte, ob ich mir da zu 100% sicher bin, dass die Tasche auch wirklich dafür ist, hat er nochmal beim Design-Team nachgefragt, die da Rede und Antwort gestanden haben. Dafür bedanke ich mich sehr. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man mal bei einer Firma anfragt, wenn man sowas vorstellen möchte. In vielen Fällen bekommt man da gar keine Antwort, aber hier war Archie echt mit seiner ganzen Energie dabei, um mir zu helfen. Vielen Dank nochmal. Dann schauen wir uns die Weste einmal im Detail an. Wir beginnen hier auf der rechten Seite, fangen wir einfach mal oben an. Und zwar haben wir hier so eine recht schmale Tasche, die mit Klett gesichert ist. Hier auch immer wieder so ein Pull-Tab dran, wie bei eigentlich fast allen Taschen. Und zwar ist diese Tasche für eine Surefire 6P Taschenlampe. Daneben haben wir zwei identische Taschen. Und zwar sind das jeweils zwei 9er Flashbang-Taschen. Auch hier nochmal gut Irritationskörper natürlich bei der Militärpolizei. Je nachdem, wie es da läuft, hat man da immer nochmal Möglichkeiten, um auf unterschiedliche Situationen vielleicht auch mal abschreckend zu reagieren. Genau, hier unten drunter, die Tasche kennen wir eigentlich von der All-Arms Vest, also von dem britischen Waistcoat, die ganz normale Utility Pouch, hier auch mit einem Plastik-Schnellverschluss und zusätzlich mit Klett. Daneben haben wir eine
Doppel-Grenade-Pouch, also Doppelgranatentasche für Splitterhandgranaten, aber ist auch so geschnitten, dass dort Rauchgranaten reinpassen. Auch hier wieder mit Klett. 2 Taschen räumlich nochmal getrennt voneinander. Nebel und Rauch natürlich auch ein gutes Mittel, gerade beim Personenschutz, um dann nochmal sein Ausweichen zu verschleiern etc. Und dann haben wir drüben noch, also hier habe ich jetzt einen Tourniquet drin, einfach um mal die Größe so ein bisschen nochmal zu zeigen, die Tasche zu füllen, auch mit Klett zu öffnen und schließen. Und das ist die Tasche für das GPS-Gerät. Kommen wir zur Mitte der Weste, hier der Reißverschluss zum, ich sag mal, Kartenfach. In diesem Fach haben wir nochmal eine langgezogene Tasche, die oben offen ist. Und zwar ist die für einen Teleskopschlagstock. Auch das natürlich ein Mittel, was wir aus Polizei, Militärpolizei kennen. Das ist auch dann so eine sehr spezielle Tasche eben für diesen Bereich. Gehen wir auch zur anderen Tasche. Auch hier wieder ein gleich großes Fach. Und hier im Inneren haben wir wie bei den meisten Westen, auch wieder bei den britischen und auch viel bei den deutschen, nochmal ein integriertes, recht einfach gehaltenes Pistolenholster. Hier zu öffnen auch über den Plastikschnellverschluss. Dann machen wir unten weiter. Hier an der Seite haben wir eine kleine schmale Tasche, und zwar ist die für ein Taschenmesser, auch wieder über Klett zu öffnen. Und daneben haben wir eben eine der 2 Taschen für die HK33, HK53 Magazine. Hier nochmal das gleiche, auch nur mit Klett. Dann haben wir hier drüben die Funkgerätetasche. Hier der Plastikschnellverschluss, hier oben nochmal ein Riemen, um das Ganze festzuzurren. Hier nochmal mit elastischem Band und dann wird das Ganze so geschlossen. Da oben drüber haben wir hier so ein kleines Stück Leder mit einem Schnitt drin, wo wir eben Kabel durch die Weste durchführen, können hier oben wieder rausgeführt werden, oder man kann auch hier oben schon direkt so ein Handmic einhaken, habe ich auch mal auf einem Bild gesehen, oder eben auch hier oben, da haben wir auch nochmal die Möglichkeit für sowas. Ansonsten ist hier natürlich das Kabel schön weggeführt, damit man nicht irgendwo hin bleibt. Und darüber haben wir nochmal die gleichen Taschen wie hier, also auch hier wieder Doppelgranaten, Rauchgranaten, Handgranaten, whatever. Habe ich auch auf einem Bild gesehen, dass da einer ein First Aid Dressing drin hat, also so ein Wundverband. Genau. Und dann haben wir hier drüben noch, wird der eine oder andere sicher sofort erkannt haben, 2 9 mm Pistolenmagazintaschen. Die sind natürlich recht weit hinten angebracht, aber eben, wenn die Jungs ihre Pistole benutzen müssen, dann ist schon sehr wahrscheinlich sehr viel schief gegangen. Hier im Inneren haben wir nichts. Ach so, hier nochmal die Verschlüsse. 3 Plastikschnellverschlüsse in der Mitte. Darüber wird die Weste geöffnet und geschlossen. Hier oben haben wir noch eine Verstärkung und dort angebracht der Trageriemen bzw. Bergegriff. Hier mal im Inneren, hat man sonst eigentlich immer außerhalb. Warum die es hier so gemacht haben, kann ich gar nicht sagen. Sollte aber im Notfall auch funktionieren. Die Frage ist, wie gut man da rankommt. Hier oben haben wir das Label, wo normalerweise das PWL-Logo drauf ist. Hier ist es leider schon abgerieben, abgewaschen, wie auch immer. Mache ich aber nochmal ein Bild mit rein. Die Rückseite ist dann doch recht unspektakulär. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, die Weste hier oben ein bisschen einzustellen und hier eben auch nochmal von der Weite. Und ansonsten wird die Weste nämlich hier über den vorderen Bereich eingestellt. Können wir hier nochmal festzurren und haben darunter eben nochmal einen Klettbereich, wie wir das bei so vielen Westen haben, um das Ganze eben ein bisschen an den Träger anzupassen, beziehungsweise an die Situation, ob ich noch eine Schutzweste drunter trage, welche Schutzweste ich drunter trage. Und so kann ich mir das Ganze dann für mich selbst konfigurieren. Und das war es dann soweit zur PWL CPU West. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.